Unser nächster Kandidat, der kommt aus Nürnberg und hat ein ganz besonderes Muster auf seine PX und vor allem auch auf seine Chucks gezaubert. Zeig mal bitte deine Chucks ins Bild. Die passen farblich heute zum Roller. Nee, es sind Vans, keine Chucks. Bitte sei doch so nett und stell dich kurz vor. Ja, hi, ich bin der David aus Nürnberg vom Zentteufel Roller Club Langenzenn. Okay, das reicht auch erstmal. Nürnberg, David und Zentteufel Roller Club plus orange-grüne Vans. Die ich von meiner Freundin gekriegt habe. Ah, Zum Geburtstag. Zum Geburtstag von der Freundin hat er den Roller gekriegt, die Vans musste er selber kaufen. Nein. Sei doch so nett und erzähl uns mal ein bisschen was über deine PX. Ja, PX 80, Baujahr 82, habe ich vor 4 Jahren gekauft mit dem Ziel, einen Custom-Roller zu bauen, der mehr oder weniger keine großen Kompromisse hat. Wo ich am Ende nicht sage, das hätte ich irgendwie anders machen können, sondern das auch von Grund auf planen und alles umsetzen. Ja, da ist die Kiste dann bei rausgekommen. Also nicht ein Custom-Roller, wie wahrscheinlich jeder von uns, der hier so sitzt, das schon mal gemacht hat. Dann hat man ein schönes Teil gefunden und dann hat man noch einen schönen Lack gefunden und dann hat man irgendwann festgestellt, das passt gar nicht zueinander, sondern wirklich von Anfang an ein Konzept haben und sagen, so soll mein Roller am Ende aussehen. Und ich muss sagen, ich ahne schon, welches Konzept dahinter steckt, weil es stehen ja auch schon ein paar Hinweise darunter. Mazda. Was für einen Hintergrund hat deine Lackierung? Das ist der Mazda 787B, Le Mans-Sieger 91. Wie ich finde, ein unfassbar geiles Auto, weil es der erste Japaner, der in Le Mans gewonnen hat. Der erste und letzte mit einem Wankelmotor, weil sie danach verboten wurden. Ich finde es einfach geil, weil das so ein Underdog-Team ist, das nie einer ernst genommen hat. Und dann 91 gewinnen die einfach Le Mans, den Gesamtsieg geholt. Und das ist, finde ich, schon eigentlich ganz cool. Ich habe überlegt, was nimmst du sonst für eine Lackierung? Irgendwie Martini, Gulf, sonst irgendwas. Aber da gibt es halt auch schon so viele. Ne? Stimmt, das haben schon viele gebaut. Also die Story von diesem Mazda ist echt geil. Und ihr müsst das mal machen. Geht mal auf YouTube und gebt mal den Mazda 787B ein. Das Ding war ein 3-Scheibenwankel. 4 Scheibenwankel und das Ding hat einen Sound, das ist der absolute Wahnsinn. Also allein für den Sound lohnt sich jedes YouTube-Video zu diesem Auto. Was ist besonders an deinem Roller? Oder fangen wir anders an, was hast du für einen Motor? Da ist nur ein 221er MHR drin, weil die Leistung eigentlich nie eine große Sache war. Der wird nicht viel gefahren, dafür ist er einfach zu krass umgebaut. Aber man kann halt nicht so eine Karre bauen und dann fährst du einen originalen großer Motor da drin. Das funktioniert halt nicht. Ne? Also deswegen 221er hat ungefähr 30 PS am Rad, ist mehr als genug. Also im Endeffekt schon ein starker Motor, aber jetzt nicht top of the pops, weil das war einfach nicht das Thema vom Roller. Und man muss sagen, ganz ehrlich, das hat ja auch wahnsinnig viele Details und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du hast eine Lambretta-Gabel vorne drin mit einer Casa Performance Scheibenbremse, du hast einen Dropbar drauf, du hast hier den Wankel auf dein Lüfterrad graviert und dann muss ich dich aber noch eine Sache fragen. Du hast hier Kill, Start, Off, Fuel. Das sieht alles aus wie beim Flugzeug, wenn man hier oben auf sein Handschuhfach guckt. Hier leuchten auch noch lustige Zahlen, wenn du hier irgendwelche Schalter umlegst. Was hat das damit auf sich? Das ist alles mehr oder weniger genau dem Rennwagen nachempfunden. Der hat solche Kippschalter drin und mit diesen gelben Aufklebern und dann diese Beschriftungsmaschinen da, weil dann auch Leute gesagt haben, naja, hättest du aber schon irgendwie schönere Schilder machen können. Ja, nee, ist aber bei dem Rennwagen so und deswegen habe ich das da auch so gemacht. Die Älteren von euch erinnern sich, in den 80er, 90er Jahren gab es so Beschriftungsmaschinen, wo man so drauf gedrückt hat. Die haben dann irgendwie so Schrift durchgedrückt durch Plastik und das ist hier alles drauf. Gab es früher tatsächlich in vielen Rennwagen. Die haben häufig damit auch in der Rallye-Szene ihre Autos beschriftet. Ein wahnsinnig geiler Roller. Ich finde ihn sehr schön. Herzlichen Glückwunsch zu dem Roller. Vielen Dank, dass du bei uns teilnimmst und ich drücke dir die Daumen. Danke.